Hier gibt es gegrillte Ratten. Ob das lecker ist? Schwer vorstellbar. Ich verzichte aber, glaube ich. Meinst du? Try it. Guten Morgen aus Battambang. Wir haben uns heute einen Tuk-Tuk für den Tag gemietet, um so ein bisschen die Umgebung von Battambang zu erkunden. Und die Highlights, die wir heute sehen wollen, sind einmal der Bambuszug und die Fledermaushöhle. Ja, das Lustige ist, die bauen jetzt hier den Zug erstmal zusammen. Also es ist irgendwie so eine Bambumatte auf einem Rasenmähermotor oder so. Da kommt der Motor. Ich glaube, wir sind da. Hier ist so eine Fahne. Hier müssen wir anhalten. Need to change? Change! Ah, ja, hier ist auch gar nicht Ende. Hier überqueren wir jetzt die Autobahn und auf der anderen Seite stehen weitere Bamboo-Trains. Mega witzig, irgendwie hier so nah an den Schienen lang zu cruisen durch die Gegend. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass da mehr so Kurven sind. Das ist jetzt so die ganze Zeit geradeaus fahren, aber einfach eine richtig witzige Erfahrung. Und jetzt sind wir hier an unserem Halbzeitpunkt angekommen. Also hier drehen wir dann gleich um und dürfen wahrscheinlich noch eine Kokosnuss trinken. Oh, richtig schön gekühlt. Drinking, cooking, same coconut? Yeah, same, but the old one cooking. The young drink. Ah, das ist also eine junge Kokosnuss, obwohl die schon ziemlich ausgewachsen aussieht. Guck mal, ist größer als mein Kopf. You need help? Yeah. Ja? Oh no. Shall I help? Okay? Ja, so einfach wendet man hier. Auf jeden Fall ein TÜV-geprüftes Schienenfortbewegungsfahrzeug. Und jetzt geht's weiter mit unserem Tuk-Tuk in die Umgebung hier so ein bisschen, ne? Die Landschaft angucken. Ja. Krass, das ist das Gelände der neuen Bamboo-Train. So where's the train then? Yeah. Oh sorry, I'm not riding, sorry.
Ich habe gerade ja nicht mitbekommen, was Matthias alles über die Originale gelernt hat, aber das da drin, ne, das ist so eine richtig kommerzielle, also da haben die Bamboo-Trains halt richtig so Sitze, also gepolsterte Sitze und dann fährt man durch so eine angelegte Hecke und Blumen. Jetzt erstmal erfahren, warum das Ding überhaupt Bamboo-Train heißt, weil die haben das früher sozusagen wirklich eingesetzt zum Transport von Reis und so, um das vom Land in die Stadt zu bekommen. Und dann haben die halt mit einem Bamboo-Stick sich so fortbewegt, wie so eine Gondoliere, sag ich mal, in Venedig. Die Strecke, auf der wir gerade gefahren sind, die wird auch jeden Tag noch von einem Zug, einem richtigen Zug, von Phnom Penh nach Thailand sozusagen befahren. Also das ist der originale Shit und das hier ist Krasse Touristenattraktion, so ein bisschen wie so Heidepark, sag ich mal. Nur mit Bambuszug. Vorteil von so einer Tuk-Tuk-Tour. Man kann die ganze Zeit essen. Hier gibt es gegrillte Ratten. Ob das lecker ist? Schwer vorstellen. Ich glaube, ich verzichte aber, glaube ich. Some people use with the chili. Chili also salt a little bit, but some people they do like this. And then they use with the salt over there. Some people will make like a mango salad. With the red? With the red. Oh my goodness. Tamarinde, Chili, Soße auf Rattenfuß. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Versuch mal. Not bad. Not bad. Once you get over like eating a rat. Es ist auch keine Stadtratte, haben wir gelernt. Also es ist eine Landratte. Hi. Wir sind angekommen an unserem nächsten Stopp und zwar der Tempel Banan. Und um zum Tempel zu kommen, müssen wir jetzt 350 Stufen hochsteigen und dann bin ich mal gespannt auf den Blick. Sieht nicht anstrengend aus. Jetzt hatte ich mich gerade an das Tuk-Tuk-Fahren gewöhnt. Kein Helm aufsetzen, Schatten, Fahrtwind. Einfach nur ein bisschen aus dem Fenster gucken sozusagen. Und jetzt same old, Treppen steigen. Ja, Tempel sind irgendwie immer mit Treppen verbunden. Das ist mega schön. Hier unten an diesem Tempel ist so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein See ist oder was. Und hier kann man sitzen, hier gibt es Restaurants. Das heißt, hier können wir jetzt Mittag essen. Es ist gar nicht mehr so unfassbar heiß, sondern hier geht eine kühle Brise. Und hier sitzen wir jetzt mit Chai. My name Chai. Chai? Yes. Like the tea? Yeah, like a tea. Unserem Tuk-Tuk-Fahrer. Und es ist ganz interessant, weil der uns auch super viel erzählt aus seinem Alltag, über das Leben, wie auch die Pandemie hier ihn und Kambodscha getroffen hat. Also echt lohnenswert, ne? Sich mal jemanden zu nehmen, also das mit dem Tuk-Tuk zu machen. Man könnte das ja auch mit dem Roller selbst abfahren und wir sind ja eigentlich auch gerne eigenständig, aber es hat doch auch immer wieder Vorteile, einfach jemanden dabei zu haben, der sich auskennt, der einem zum Rattenstand bringt oder ja, hier Empfehlungen geben kann. Lok-lak, Satko. Lok-lak, Satko. Satko, Satko. Satko. So, yeah, something like
Satschko. Also Loklak mit Rind. Like this. Satschko. Satschko, yes. Akko, Satschko. 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 Yeah, Satschko. Yeah. Satschko. Loklak, Satschko. Yeah, Satschko. Loklak, Satschko. No? 80%. 80%. Yes. Ja, das ist ja süß, dass du mir hier Blumen kaufst. Wir sind nämlich am Batcave angekommen, also am Flieder, also Batman. I am Batcave. Fledermaushöhle. Und jetzt laufen wir aber hier noch den Berg hoch. Und es ist ja immer noch warm wie immer. Und da habe ich gedacht, bringe ich Franzi mal eine Blume mit. Was ist denn damit zu tun? Ja, dann hast du was, das dich den Berg hoch motiviert. Ah ja, ach so. Ja, das ist so ganz schön, also, Da oben ist ein Tempel. Wir haben den eben schon gesehen, als wir drauf zugefahren sind. Das sah mega schön aus. Bestimmt auch richtig cool der Blick. Aber auch sicherlich richtig anstrengend, da hochzulatschen. Und auf dem Weg halten wir jetzt aber erst noch mal bei der sogenannten Killing Cave. Wir sind jetzt unten in einer Höhle und man kann Kambodscha natürlich nicht bereisen, ohne sozusagen die schreckliche Geschichte immer wieder mitzubekommen. Also 1975 bis 1979 gab es hier sozusagen das Regime der Roten Khmer, also ein kommunistisches Regime. Und da gab es halt einen Genozid oder eigentlich einen Selbstvölkermord, muss man eigentlich sagen. Es sind 2 Millionen der damaligen 8 Millionen Bevölkerung dabei umgekommen. Und das hier ist eine der Killing Caves. Ja, total crazy und vor allen Dingen in so einer dunklen Höhle. Stell dir mal vor, die würden jetzt hier das Licht ausmachen. Ich würde das Grausen kriegen. Ja. Also man ist hier schon, wir sind jetzt schon echt tief reingelaufen, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir gehen schnell mal wieder raus zu dem leuchtenden goldenen Tempel, oder? Ja. Er hat meine Blumen geklaut. Oh. What the heck? Ach, guck. Da habe ich sie wieder. Franzi sucht da gerade schon den Weg wieder nach unten. Wir sind gerade erst angekommen hier oben am Tempel. Und es ist auch ein wunderschöner Ausblick und der Tempel ist auch schön goldig. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr, das so richtig festzuhalten, weil wir die Fledermäuse sehen wollen, die in ungefähr 30 Minuten aus der Höhle geströmt kommen. Und deswegen gehen wir jetzt schnell wieder runter. Wo müssen wir lang? So, wir stehen jetzt vorm Batcave und werden jetzt darauf warten, dass hier gleich 100.000, keine Ahnung, Fledermäuse rausfliegen werden, wenn die Dämmerung einsetzt, wenn die Sonne untergeht.
Es hört gar nicht auf. Es kommen immer und immer mehr Fledermäuse einfach nach. Es ist einfach ein kontinuierlicher Strom an Fledermäusen. Keine Ahnung, wie viele Tausend, 100.000 das sind. Wahnsinn. That was really cool. And Chai, he did like a sound. What did he do? Like a shh. Yeah. And the bats separated. Also das war total abgefahren. Die haben darauf reagiert. Total cool. Thank you so much. Thank you. Und damit beenden wir einen fantastischen Tag hier in der Umgebung von Battambang. Also wir können euch das absolut ans Herz legen. Wenn ihr in Kambodscha seid, kommt hier auf jeden Fall her. Und am besten macht die Tour auch mit unserem Tuk-Tuk-Fahrer. Also wir können euch Chai nur empfehlen und werden euch unten in die Infobox mal seine WhatsApp-Nummer reinpacken. Das heißt, wenn ihr das auch machen wollt, kontaktiert ihn gern. Er freut sich über Customer. Für uns geht es jetzt weiter. Wir werden eine aufregende Anreise haben und hoffentlich innerhalb der nächsten 24 Stunden irgendwie auf die Insel kommen. Dazu folgt uns gerne wieder beim nächsten Abenteuer und damit auf zu neuen Abenteuern. Ja, cooler Tempel. Nein, blöd. Guck mal, ob die genauso gut ist. Also hat ein bisschen viel Sonne bekommen. Das ist Tomatencreme. Ah, die ist genauso gut. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen in unseren Kambodscha-Videos. Wir schwitzen. Jetzt fährt er mit uns tatsächlich zu sich nach Hause, weil er gesagt hat, er hat da irgendwie ganz viele Mangobäume und ich meinte, ich mag Mango so gerne. What? Sollte sich die Deutsche Bahn mal was von abschneiden, dann sind sie vielleicht schneller und pünktlicher. Sollen wir Freunde sein? Ja? Ist okay, wenn ich hier lang gehe? Ja? Ich bin aber nicht für Ratte. Ich weiß nicht, ob wir Ratte wollen. Nee, nicht nochmal Ratte, nee. Und wieso hinlegen? Habe ich gekauft. Danke. Und auf halber Strecke oder auf 8/9 der Strecke verkauft er jetzt hier Magnum. Allerdings für 9.000 Riel, was über $2 sind. Was machen wir denn jetzt, Franzi?